Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Scripting-Tutorial. Wir werden heute unseren ersten Dialog erstellen. Und zwar möchte ich, um diesen Dialog zu erstellen, so eine kleine Quest aufbauen. Wir haben ja noch von unserem letzten Tutorial den Hans, der hier spawnen wird. Und der soll uns dann fragen, ob wir ihm helfen können. Er möchte nämlich ein Date mit der Emma haben. Und die Emma wird dann hier sitzen und mit der kann man dann entsprechend reden. Okay, bevor wir einen Dialog machen können, also man muss es nicht unbedingt machen, aber es empfiehlt sich immer zuerst die Voice Tags rauszusuchen. Ein Voice Tag ist quasi die Bezeichnung eines NPCs bzw. eines Sprechers, die dann letztendlich mit dem NPC verbunden wird, damit man weiß, dieser NPC sagt zum Beispiel etwas. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Voice Tag vom Hans, der soll dann später die Dialogzeile sagen, kannst du mir helfen? So, für den Voice Tag brauchen wir das NPC-Skript. Also ich habe hier übrigens noch das Emma-Skript hinzugefügt, ganz wie im ersten Tutorial. Und um den Voice Tag zu erhalten von unserem Hans, Doppelklick auf das Entity-Template von dem Hans. Und dann landen wir wieder hier, das kennt ihr ja schon. Und jetzt machen wir die Eigenschaften rechts unten etwas größer und hier gibt es ja verschiedene Tabs und einer davon heißt Voice Tags und da klicken wir jetzt drauf. So, hier habt ihr ja einige Voice Tags quasi zur Verfügung, aber noch gar keines irgendwie mit einer Appearance verbunden. Und hier könntet ihr zum Beispiel sagen, ich möchte das Voice Tag Citizen Pur Flotsam 01 benutzen und dann könntet ihr hier klicken auf die entsprechende Appearance, also wo noch None steht und dann eine auswählen und dann wäre dieser Voice Tag mit dieser Appearance, die wir hier benutzen, verbunden. Ist jetzt allerdings so, wir haben ja einen ganz besonderen NPC, nämlich den Hans und ich möchte ungerne für den Hans ein Voice Tag benutzen, das Citizen Pur Flotsam 01 heißt, was ich auf jeden Fall immer wieder vergessen werde und was ich jedes Mal neu nachschlagen muss. Also mache ich das jetzt anders. Ich lege nämlich einen eigenen Voice Tag an. Und dafür müssen wir in den Asset Browser und jetzt in einen ganz besonderen Ordner, nämlich das war also Root und dann Globals und da gibt es den Ordner Scenes. Und hier sind so ein paar Arrays, ihr wisst ja noch, Datensätze und hier gibt es unter anderem auch Scene Voice Tags. Mache ich jetzt einen Doppelklick drauf und dann kommen ganz viele Voice Tags. Ich habe die schon ein bisschen gefüllt, also ich glaube, die dürfte erst bei Adam Pangret bei euch anfangen. Und hier könnt ihr entsprechend auch eure eigenen Voice Tags machen. Neue Voice Tags mache ich immer an den Anfang. Ich habe schon einen Voice Tag für Emma vorbereitet. Ich mache jetzt hier Rechtsklick, Insert Row und dann komme ich auch direkt in die erste Zeile und jetzt trage ich hier als Voice Tag Hans ein. Das könnte auch eine lange Bezeichnung sein, also Hans, our main NPC könnte das sein. Aber ich denke, wenn ich hier Hans eintrage, ist klar, was gemeint ist. Da müsst ihr noch irgendwie das Geschlecht eintragen. Ich weiß gar nicht, ob es sich auswirkt, aber irgendwie hat das CD Projekt immer gemacht. Und noch ganz wichtig ist hier eine ID. Die müsst ihr wirklich immer eintragen und die muss eindeutig sein. Also kein NPC darf kein Voice Tag darf eine ID zweifach verwenden. Ich habe jetzt allerdings auch nie geprüft, ob die Voice Tags, die schon benutzt sind, ob ich mich mit denen überschneide. Wenn ich hier sollte man immer 4 Buchstaben reinschreiben. Und eigentlich, ich habe es noch nicht erlebt, dass ich da irgendwie mit dem Original kollidiert bin. Ich schreibe jetzt einfach mal Hans als ID auch hin. Das sind halt 4 Buchstaben, passt ja eigentlich wunderbar. Hier gibt es noch 2 Spalten, Pitch und Template. Template hat auch CD Projekt irgendwie nie genutzt, deswegen weiß ich nicht genau, warum es das gibt. Pitch ist halt, wenn dieses Voice Tag oder dieser Sprecher dieses Voice Tags so ein bisschen in der Tonhöhe verändert werden soll. Das ist halt Pitchen. Ich glaube, das ist eine Angabe in Prozent. Wenn ihr zum Beispiel eine Angabe über 100 schreibt, dann werden die Sprachaufnahmen
halt etwas höher abgesprochen, als wären die, als hätten die gerade Helium eingenommen, oder wenn ihr halt einen Wert kleiner als 100 schreibt, wie hier, dieser Citizen Pur Flotsam, dann wird die Stimme halt etwas tiefer. Okay, so, wir haben unseren Voice Tag jetzt hier angelegt, immer schön speichern, jetzt können wir das Fenster schließen. Und jetzt mache ich hier auch bei den Voice Tags noch halt Neues hin, und zwar an den Anfang, das ist ganz wichtig. Also nicht unbedingt wichtig, wenn ihr halt kein anderes Voice Tag benutzt habt, aber da ich hier schon bei Citizen Pur Flotsam 01 was eingetragen habe, das Voice Tag, was halt als erstes genommen wird, das gewinnt. Und hier fehlt jetzt natürlich noch der Hans, deswegen muss ich dieses File neu öffnen. So, jetzt habe ich die Datei hier neu geöffnet. Nochmal zu den Voice Tags. Und jetzt müsste ich auch den Hans auswählen können, genau. Also ich habe ein neues Element mit Insert Before ausgewählt, dann wähle ich hier den Voice Tag Hans aus und entsprechend die Appearance dafür. Save, und dann wird jetzt auf jeden Fall immer Hans als Voice Tag genutzt. Ihr könnt jetzt allerdings auch nicht mehr Citizen Pur Flotsam 01 als Voice Tag benutzen. Das wird dann einfach nicht funktionieren. Also ich könnte das jetzt hier auch löschen, aber ich lösche ungerne Dinge. So, speichern habe ich glaube ich schon gemacht, aber schadet ja nicht. Und jetzt gehen wir in den Dialog. Ich habe dafür in den Quests einen eigenen Ordner für diese Quest angelegt, Date with Emma. Ich habe auch schon den Dialog mit der Emma vorbereitet. Der ist aber ganz simpel, und ich werde euch jetzt zeigen, wie man den Dialog mit dem Hans macht. Und dann werdet ihr das auch verstehen, wie der mit der Emma funktioniert. Also Rechtsklick, Create und dann Scene Script. Scenes sind halt das, was die Dialoge sind. Ja, wie nenne ich den? Dia with Hans. Jetzt ganz simpel. Doppelklick. Na? Und dann öffnet sich dieser Scene-Editor. Der besteht eigentlich, ja, aus mehreren Teilen, aber so 3 Hauptteilen erstmal, die interessant sind. Ganz unten, da sind so die Elemente, das kennt ihr noch vielleicht aus dem Startup-Skript. Die kann man halt anordnen, wie sich dieser Dialog verhalten soll. Halt, er beginnt, wenn man durch das Input in diese Datei kommt, und der Dialog wird auf jeden Fall immer enden, wenn man ihn durch dieses Output hier verlässt. Wenn ich eins dieser Dinge markiere, sehe ich auch links oben sind verschiedene Eigenschaften des aktuell markierten Blocks. Und rechts oben wird sich dann der Dialog und all die Texte zu dem Dialog befinden. Okay, jetzt komme ich mal zum neuen Dialog. Den kann man über 2 Wege machen. Zum einen links oben ist Act Section. Da kann man ja einen neuen Teildialog, also eine Sektion, das ist halt so ein Teildialog, ihr werdet das gleich sehen, einfügen. Oder ihr könntet auch unten in diesem grau-braunen Rechtsklick machen und dann auch Add Section machen. Ist genau das gleiche. So, jetzt klicke ich mal da drauf, und dann passiert auch rechts oben etwas. Hier steht irgendwie Section Name, und da muss man dieser Sektion einen Namen geben. Da das der Beginn meines Dialogs sein wird, nenne ich den immer ganz gerne Start. Mit Enter komme ich dann auch weiter und kann den Dialog quasi beginnen. Ja, was soll denn jetzt passieren? Also erstmal muss man das Voice Tag angeben des entsprechenden Sprechers. Der des Helden ist immer Geralt. Ihr könnt das zwar auch umändern, das ist allerdings etwas tricky, deswegen verzichte ich darauf eigentlich immer. Jetzt sage ich Geralt, soll sagen, kann ich, ich muss ja in Englisch schreiben, can I help you? Und dann sagt der Hans, das ist jetzt auch schön, wenn ich jetzt Citizen Pur Flotsam hätte, dann müsste ich jetzt hier ewig suchen, wo ist dieser Citizen Pur Flotsam, und dann scrolle ich vielleicht nochmal drüber. Das muss man halt jetzt nicht machen, weil wir ja den kurzen Hans Voice Tag haben. Deswegen habe ich das gemacht. Und jetzt wissen wir auch immer, der Geralt spricht oder eben der Hans, und wir müssen nicht erst überlegen, wer ist der Citizen Pur Flotsam. Alles klar, der Hans sagt dann, can you ask Emma for a date with me? Also ganz simpel, ihr könnt das natürlich noch schön ausschmücken. Und jetzt wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn ich dem Spieler die Wahl überlassen würde. Und dafür könnt ihr auf den Section Name Rechtsklick machen, dann Add Element
Und ihr könnt hier zum Beispiel auch verschiedene Dinge einfügen. Ihr werdet allerdings eigentlich immer die Choice auswählen. Und dann kommt halt am Ende dieser Sektion so eine Choice. Da könnt ihr dann entsprechend verschiedene Auswahlmöglichkeiten für den Spieler eintragen. Yes, I can do that. That. Oder eben no, I won't. Also ganz einfach. Und jetzt hat sich auch hier unten, wir haben hier so ein Startelement und das hat sich auch verändert. Was sein kann, ist, dass ihr dieses Startelement aktuell nicht sehen könnt. Das passiert relativ oft eigentlich. Ich bin jetzt erstaunt, dass es direkt funktioniert hat. In diesem Falle unten in dieses graubraune Fenster klicken und rausscrollen. Ja, was nämlich ganz oft passiert, ich zeige das mal, dass irgendwie der Dialog hier im Nimmerleinsland erstellt wird und dann habt ihr nur hier dieses und dann müsst ihr immer doof rausscrollen und euch den Dialog raussuchen und nach unten schieben. Also mit linker Maustaste könnt ihr diesen Block einfach verschieben und dann wieder reinscrollen. Alles klar, ich verbinde jetzt auch schon mal den Output mit dem Start. Halt dann wird, wenn man diesen Dialog startet, dass aus dem Input in diesen Start gehen, also der Kontrollfluss wird durch diesen Start fließen, dann wird werden diese zwei Dialogzeilen abgearbeitet und es kommt dann diese Auswahl für den Spieler. Okay, jetzt muss ich noch zwei Sections auswählen. Zum einen das Yes, also ihr könnt die wirklich benennen, wie ihr lustig seid. Yes, I will. Oder eben No. No, I won't. Und dann sagt dann ist der Hans noch beleidigt. Fuck off. Und dann muss man gehen. Okay. Okay, ich hatte jetzt wieder Glück, dass die so relativ gut hier eingefügt wurden. Jetzt platziere ich die halt so, dass ich die vernünftig mit diesen Boxen verbinden kann. Und ihr seht schon, das kann man von links nach rechts wie ein Buch lesen. Also in dem Input beginnt es und dann fließt es von links wirklich nach rechts. Doof ist halt, wenn die teilweise zurückfließen müssen, das ist dann nicht ganz so schön gestaltet, aber das habt ihr ja jetzt noch gar nicht. Okay, jetzt habe ich allerdings quasi zwei Möglichkeiten, diesen Dialog zu beenden. Also ich könnte in der Theorie sagen, ich verbinde jetzt auch den No mit diesem Input. Aber das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund nicht, weil, wenn ich diesen Dialog beende, dann möchte ich halt zwei Konsequenzen daraus haben. Entweder man kann mit der Emma reden und sie um das Date bitten oder eben nicht. Und das kann man durch verschiedene Wege erreichen. Ich mache es jetzt einfach, indem ich zwei Output-Kästen habe. Der eine, also ich markiere den jetzt und benenne den mal, help oder ask for a date. Okay, mit Enter bestätige ich das. Und jetzt mache ich noch einen weiteren Output mit hier unten in diesem grau-braunen Rechtsklick und dann Add Output und dann No Date benenne ich diesen Output. Und dann fließt auch dieses No in diesen No Date Output, genau. Und dann kann ich das quasi nachher ganz einfach nachvollziehen, welche Option ich genommen habe. Ihr werdet das auch gleich noch sehen, wenn ich diesen Dialog austeste. Immer speichern. Das Speichern kann bei größeren Dialogen echt lange dauern. Also ich sitze da bei meinen gigantischen Dialogen manchmal wirklich 10, 20 Sekunden dran, bis es gespeichert ist. Und man kann in der Zwischenzeit leider auch nichts machen. Der Dialog ist daher noch nicht ganz fertig. Ihr müsst nämlich oben, da gibt es ja wieder so verschiedene Tabs. Scene, Script, Starting Condition, Actors Definition und Dialog Settings. Da müsst ihr noch den Hans als zusätzlichen Dialogpartner definieren. Ich finde das auch etwas blöd. Man hat ja schon den Voice Tag angegeben. Warum muss man jetzt noch einen Actor definieren? Ist halt so. Und dann müsst ihr jetzt Rechtsklick Add Element machen. Hier müsst ihr ausnahmsweise nicht noch überall Rechtsklick und die grauen Felder
korrigieren, sondern nur auswählen. Voice Tag ist Hans. Actor Tag, also der Tag von unserem NPC, den haben wir letztes Mal festgelegt, das ist Hans klein geschrieben. Das Actor Template müssen wir noch über das Visual von dem NPC, also das Entity Template festlegen. Das müssen wir dann im Asset Browser markieren und fügen das mit dem grünen Pfeil wieder ein. Und jetzt müsste das auch schon funktionieren. Starting Condition habe ich noch nie gebraucht, deswegen braucht ihr das erstmal auch nicht. Und im Dialog-Set-Settings, da könnt ihr nochmal alles überprüfen. Was manchmal ganz sinnvoll ist, ist noch ein Pivot-Element festzulegen. Das ist quasi für die Kameraausrichtung, um welchen NPC sich an welchem NPC sich die Kamera orientieren soll. Erstmal, und deswegen sage ich da ganz oft, dass der Held, also der Geralt, entsprechend das Pivot-Element sein soll. Speichern. Man kann jetzt noch was an den Kameraeinstellungen ändern. Das werde ich jetzt in diesem Dialog, aber der einfach halt halber wieder nicht machen. Okay, jetzt bin ich mit diesem Dialog fertig. Jetzt muss der allerdings wieder erst aufgerufen werden. Ich könnte das in dieses Startup-Skript reinmachen, aber ich empfehle euch das immer ganz sauber zu machen. Wir haben eine eigene Quest, also legen wir dafür auch wirklich eine Quest an. Also wir gehen jetzt wieder in den Quest-Ordner, Date with Emma, und machen dann Rechtsklick, Create und dann Quest. Wie nennen wir die denn? Ja, Date with Emma, ganz klar. Doppelklick und dann kommen wir wieder in dieses Fenster. Das kennt ihr ja noch vom letzten Mal. Erstmal Komplexitätsmanagement, Start und End. Das habt ihr ja schon letztes Mal gemacht. Und jetzt müssen wir noch irgendwie unseren Dialog ansprechen. Und das machen wir, indem wir Rechtsklick auswählen und dann Scenes. Da gibt es irgendwie 4 Dialogoptionen. Ihr werdet eigentlich immer nur erstmal den Interaction Dialog oder die Scene auswählen. Die beiden unterscheiden sich insofern. Die Scene, die startet immer automatisch. Und bei dem Interaction Dialog müsst ihr noch den NPC entsprechend ansprechen. Und genau das möchte ich jetzt mal. Deswegen will ich jetzt Interaction Dialog. Und dann müsst ihr hier noch die Eigenschaften füllen. Zum einen die Actor Tags. Was ich eben übrigens vergessen habe. Den Geralt müsst ihr nicht als Actor definieren. Der ist automatisch immer als Actor in einem Dialog drin. Deswegen muss ich auch jetzt hier nur den Hans angeben. Und entsprechend die Scene, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr markiert. Also wählen wir die wieder im Asset Browser aus und fügen das über den grünen Pfeil hier ein. So, jetzt hat sich das auch abgedatet. Wenn es sich übrigens nicht updatet, kann man im Zweifelsfall Rechtsklick und Update to New Version machen. So, jetzt sage ich einfach mal, wenn diese Quest beginnt, verbinde ich das mit dem Interaction Dialog. Ich mache es mal etwas größer. Und dann kann man quasi den Hans ansprechen und wenn man den dann anspricht, wird dieser Dialog losgehen. Und wir können hier auch sehen, es gibt 2 Endpunkte aus dem Dialog und ich kann entsprechend genau die behandeln, wie ich möchte. Also wenn man sagt No Date, dann ist quasi die Quest auf jeden Fall beendet. Allerdings, wenn man jetzt Ask for a Date hat, dann kommt ja noch ein weiterer Dialog dazu, nämlich der mit Emma, den habe ich jetzt schon vorbereitet. Das ist Emma und dann habe ich hier jetzt den Dialog mit der Emma ausgewählt und der ist ganz einfach, die sagt dann einfach, ja, sie will mit dem ein Date haben. Okay, dann verbinde ich das und wenn man dann mit Emma gesprochen hat, ist diese Quest dann auch vorbei. Dann nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wir nicht zurück zu dem Hans laufen. Das könnt ihr alles gerne machen. Halt jetzt fürs Tutorial mache ich es einfach mal nicht. Okay, speichern. Und wir erinnern uns auch noch ans letzte Mal. Diese Quests werden nicht automatisch ausgeführt. Deswegen mache ich jetzt wieder ein Entity Template für diese Quest. Ihr erinnert euch noch ans letzte Mal. Date with Emma, Emma Entity nenne ich das. Da Doppelklick, das mache ich jetzt ganz schnell, nur zur kurzen Wiederholung. Hier Rechtsklick, dann braucht ihr C-Quest Component
da gebt ihr entsprechend hier die Quest an und na, könnt ihr die mit dem grünen Pfeil wieder einfügen. Speichern und das war's. Dann müsst ihr halt dieses Entity Template noch in diesen, wie hatte ich ihn genannt? Starter Player, genau, einfügen und einfach reinziehen und dann wird diese Quest auch direkt gestartet. Und jetzt kommt das Schönste oder auch nicht, je nachdem wie komplex eine Quest ist, kann das nämlich auch total beschissen sein. Das Testen. Alles klar, laufen wir mal zu dem Hans und hoffentlich funktioniert's. Ich habe jetzt schon mal eine Auswahl, das sieht gut aus. Can I help you? Can you ask Emma for a date with me? Ja, jetzt habe ich hier die Auswahl. No, I won't. Dann würde ich jetzt gar nichts machen können. Yes, I can do that. Oder yes, I will. Jetzt kann man zu Emma gehen. Und ich kann das auch euch gleich noch zeigen. Hier sieht man, ich habe der Emma gar kein Display-Name gegeben. Das ist auch vielleicht mal ganz gut zu sehen. Und jetzt fragt der Witcher halt entsprechend sie, ob sie mit ihm zu einem Date gehen will. Und yeah, why not? Okay, was ich euch jetzt noch ganz kurz zeige, wir hatten jetzt nur Interaction Dialog. Ich werde jetzt noch mal kurz das variieren. Ich sage jetzt einfach mal, ich lösche den Interaction Dialog und mache stattdessen eine Scene rein. Dann wähle ich entsprechend den Dialog mit dem Hans wieder im Asset Browser aus. Mache hier den grünen Pfeil und das funktioniert dann noch alles. Dann müsst ihr lustigerweise keinen Actor angeben, warum auch immer. Okay, jetzt kam auch das Update. Verbindung mit Start. Und auch all die anderen Verbindungen. Okay, speichern. Was halt jetzt passieren wird, wenn ich wenn ich das Spiel starte, wird dieser Dialog direkt beginnen. Und jetzt kann ich auch mal No, I won't angeben. Dann sagt er mir, fuck off. Hoffentlich bewegt er sich. Ja, er bewegt sich in seiner Hütte, sehr gut. Und jetzt kann ich auch nicht mit der Emma sprechen. Alles klar, das waren unsere ersten 2 simplen Dialoge. Oder ja, euer erster simpler Dialog. Das ist jetzt natürlich noch nicht wirklich viel. Ich werde euch dann wahrscheinlich im nächsten Tutorial zeigen, wie ihr ein bisschen mehr Komplexität in eure Dialoge bringen könnt. Ihr habt jetzt immerhin eine Choice und irgendwie könnt ihr die auch verknüpfen. Jetzt fehlen aber euch zum Beispiel Wiederholungen in Dialogen. Das kommt beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt was gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal.